Leute, es ist bitterkalt, wir sind am Hechtfischen und bei dieser Kälte ist natürlich die richtige Unterbekleidung essentiell. Hier geht es nicht nur um den richtigen Wetterschutz, sondern vor allen Dingen um die richtige Wärmeleistung. Das fängt für mich an mit einem passenden Baselayer und einem passenden Midlayer. Und da greife ich persönlich am allerliebsten auf Merino-Wolle zurück. Denn das liegt nicht nur weich auf der Haut, sondern es hat ein paar wirklich coole Funktionen, die uns beim Fischen auch über mehrere Tage lang das Leben ein bisschen einfach machen. Das fängt an mit einer extrem guten Wärmeleistung, auch bei Nässe, einer guten Thermo- und Feuchtigkeitsregulierung und einem Geruchsschutz. Das heißt, auch nach einer Woche Fischen können wir eigentlich immer die gleichen Klamotten tragen, ohne die ständig waschen zu müssen. Und wir haben uns jetzt heute mal 3 Produkte von Squala geschnappt, die für uns eigentlich das gesamte Thema Baselayer und Midlayer perfekt abdecken. Einmal den 150er Thermo Baselayer, der besteht eigentlich nur aus einer dünnen Schicht, 60% Merino-Wolle, ein bisschen Stretchanteil und liegt extrem gut auf der Haut. Hat eine kleine Kapuze, dass wir uns auch ein bisschen einmuggeln können und eine super kleine, nicht auftragende Daumenschlaufe. Also hier liegt alles tipptopp auf der Haut, keine Stirn- und Reißverschlüsse. Das Ding lässt sich einfach perfekt auch mit einer 2. oder 3. Schicht kombinieren. Weiter geht's, und das ist für mich so das Brot- und Butter-Kleidungsstück hier beim Fischen, weil ich trage das wirklich das ganze Jahr von der Frühjahrsfischerei über den Sommer bis hin jetzt zur winterlichen Hechtfischerei. Das ist der 350er Thermo aus 95% Merino. Und diese 95%, das ist wirklich ein Hammer, denn das ist nicht dick, das fühlt sich nicht dick an, aber es gibt dir einfach die perfekte Wärmeleistung über den gesamten Tag. Und auch bei körperlicher Aktivität gerät man da nicht unnötig ins Schwitzen. Und bei diesen Produkten handelt es sich, wie gesagt, um Midlayer. Das heißt, wir können sie sowohl einzeln als auch in Kombination tragen, können sie aber auch mal nach dem Fischen in der Lodge noch ein bisschen tragen. Und deswegen haben wir hier ein paar Features, die die Produkte einfach noch mal ein bisschen interessanter machen. Das sind einmal zum Beispiel hier bei der Hose die wirklich durchdachten Taschen. Das heißt, hier im vorderen Bereich haben wir einmal 2 Eingriffstaschen, 2 Handwärmetaschen. Hier können wir Schlüssel, Handy und Co. reinpacken und kommen sogar beim Tragen mit der Warthose super von oben ran, denn diese horizontale Ausrichtung hier lässt sich von oben einfach ideal erreichen. Und da müssen wir nicht seitlich irgendwie rumfummeln, wenn wir mal was vergessen haben in der Hosentasche und später noch mal beim Fischen ran müssen. Das ist gut durchdacht, wie viele Sachen von Squala, und eine kleine Gesäßtasche, wenn wir mal abends noch schnell zum Supermarkt müssen, können wir hier das Portemonnaie reinschmeißen. Also nicht nur eine reine Fischhose, sondern einfach eine wirklich bequeme Jogginghose. Nicht anders durchdacht ist der obere Layer, also der Pullover, wenn man so möchte. Ein Hoodie, der sich zu etwa 1/3 öffnen lässt hier vorne. Das heißt, da kommen wir gut rein und raus. Und im Gegensatz zu einem Full-Zip hat der Pullover den Vorteil, dass wir das eben beim Wartfischen ideal tragen können. Unten stört kein Reißverschluss, keine Wulst, kein Saum. Das können wir uns in die Hose reinstecken und haben da keine Druckpunkte, die irgendwie am Ende zwicken und zwacken, und auch keine Taschen. Da müssen wir ja auch gar nicht ran, wenn wir es beim Fischen kombinieren, sondern die Tasche haben wir hier vorne angebracht, dass wir hier schnell unser Handy, unser Schlüssel oder was auch immer reinwerfen können. Und da kommen wir dann auch mit der Warte so easy ran. Die Kapuze, die lässt sich wirklich bis ganz oben übers Kinn schließen, fast bis zur Nase. Das heißt, wenn es mal ein bisschen windig wird, wenn es kalt ist, können wir uns das wirklich eng um den Kopf umhüllen. Und in Kombination mit einer Wartjacke dann als zweite Kapuze bei Regen zum Beispiel wirklich einen idealen Wetter- und Kälteschutz aufbauen. Und auch an den Ärmeln hier finden wir diese Low-Profile-Daumenschlitze, die man eigentlich, wenn man es jetzt so gar nicht verwendet, fast nicht sieht. Nur durch diese zweite Naht hier werden sie deutlich. Die legen sich fast so flach ineinander. Das Material wurde hier im unteren Bereich etwas ausgedünnt, damit man hier keine Druckstellen hat, wenn man zum Beispiel noch zusätzlich Handschuhe trägt. Aber wenn man es eben als Daumenschlitz verwendet, slidet die Hand da wirklich einfach nur rein und man spürt die untere Naht kaum. Ne? Das ist super, super angenehm, vor allen Dingen, wenn man das Ganze mit einem Bündchen von der Wartjacke noch mal festzurren möchte. Also das ist wirklich durchdacht von Squala und fügt sich so vom Design und von der Anwendungsfreundlichkeit in die gesamte Serie, die wir jetzt bis jetzt von Squala testen durften. Und für mich sind die Produkte von Squala wirklich in Sachen Verarbeitungsqualität das Nonplusultra. Die Säumchen, die Nähte, alles ist perfekt verarbeitet, und wer auf der Suche nach einem High-End-Produkt ist für die Fischerei das ganze Jahr über, nicht nur im Winter, können wir euch die Produkte von Squala, die Thermo 150 bzw. die etwas dickere Thermo 350er Serie extrem empfehlen. Ich habe sie, wie gesagt, jetzt seit gut einem halben Jahr im Einsatz und werde mich da jetzt auch gleich wieder reinschmeißen, denn meine Lippen, ich kann sie kaum bewegen, es ist bitterkalt und ich kann eigentlich kaum erwarten, hier eine zweite Schicht nochmal unter meine Jacke zu ziehen. Also, wir wünschen euch viel Spaß mit der Thermo Collection von Squala, einen tollen Winter und vor allen Dingen einen warmen Winter, und bis dahin, Tight Lines.